Wer sagt eigentlich, dass Kobi nur Militär kann? Wir haben doch hier die 747, die First Flight und die Air Force One. Oh. Willkommen in der Nordenplötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, Ladies and Gentlemen, the President of the United States of America, den haben wir heute nicht hier, aber wir haben sein Fluggerät da, heute aus dem Hause Kobi, die 26610, die 747 Air Force One. Freunde, und da ich euch neulich die First Flight Edition vorgestellt habe, muss ich euch jetzt natürlich auch diese hier vorstellen. Ich finde es erfrischend, hier euch mal etwas nicht mit Tarnmuster vorzustellen. Deswegen kommt schnell mit mir auf den Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer an. Frisch mit Geleitschutz eingeflogen, das wohl berühmteste Flugzeug der Welt, das jeder kennt. Die Boeing 747 Air Force One ist hier auf meinem Bautisch gelandet. Natürlich, deswegen hier Trademark in offizieller Lizenz von Boeing. Im Maßstab 1:144, die 26610. Kenner meines Kanals wissen, ich habe euch vor geraumer Zeit die 26609 vorgestellt, die First Flight Edition, und hier jetzt das Flugzeug mit der Nummer 29.000, die Air Force One. 1087 Steinchen schwer und trotzdem eine Majestät der Lüfte. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Da haben wir das Flugzeug in seiner ganzen hellblauen, gold-weißen, grauen Pracht. Fakten bekommt ihr natürlich gleich zu der VC 25A unserer Air Force One. Da sehen wir sie nochmal als Foto. Wir haben einiges an Play-Features. Wir können nämlich hier einmal so das Cockpit öffnen und dann haben wir ein nicht maßstabsgetreues Cockpit, aber wir haben eins, und die Turbinen lassen sich drehen, sowie natürlich die Räder des Fahrwerks. Das Ganze wird nicht klein, nämlich 46 cm in der Länge, 15 cm in der Höhe, und die Spannweite haben wir hier, die liegt bei 42 cm, da könnt ihr es lesen. Ja, Freunde, um zu gucken, was sich wirklich im Karton verbirgt, lassen wir jetzt wirklich einmal unsere Boeing fliegen. Sie darf sich auch bei mir noch einmal in die Lüfte erheben. Ja, Freunde, da ist der Inhalt, nicht wirklich unsere Air Force One, denn die haben wir noch ja hier auf meinen Bautisch gelandet. Wir sehen, wir haben 3 Tüten und eine Anleitung, einmal die 2, einmal die Bautüte 1 und die Bautüte 3. Und wir sehen schon hier, wir haben schön viele große Drucke und auch einige Formteile, hier sogar das Official Seal des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika auf unserer Air Force One. Ja, ich packe die 3 Tüten mal zur Seite, reißen wir gleich auf und bauen. Schauen wir uns aber erst einmal die Anleitung an. Da haben wir sie jetzt mit einem schönen Hellblau und da mit den Official Patch den Hinweis, dass wir hier wirklich eine Lizenzversion haben, hier wirklich eine richtige Lizenz vorliegt. Die 26610, ganz wichtig, pad-printed, und auch die Anleitung wie die Steine sind in der EU hergestellt. Also pad-printed heißt, wir haben nur Drucke, keine Aufkleber, und alles hier kommt irgendwie dann irgendwelchen europäischen Arbeitgebern zugute und natürlich auch Einzelhändlern oder Shopbetreibern und mir als Sammler, wenn ich es mir ins Regal stelle. Was ich ganz cool finde, ist bei dieser Anleitung, wir haben hier kleine Flieger bei den Bauschritten. Wir fangen hier mit der Tüte 1 an, die holen wir uns nochmal ran, die reißen wir auf, dann sortiert ihr euch das, wie ihr wollt, nach Farben, Häufchen, wie auch immer ihr das machen möchtet, und klemmt drauf los, und die Bausteps sind halt hier mit kleinen Fliegern versehen. Der aktuelle Schritt ist immer farblich, der hervorgegangene ist dann immer ausgegraut. Das ist hier bei dieser Farbkombination ein bisschen schlecht zu lesen, finde ich. Pfeile weisen uns den Weg, und in diesen Rechtecken haben wir immer die Steine, die wir verbauen. Es gibt am Anfang immer eine Legende, da sehen wir zum Beispiel hier, welche Wedges oder Brackets wir benutzen. Wir arbeiten uns dann vor von Tüte zu Tüte. Hier sehen wir übrigens ein ganz großes Manko des Sets. Wir haben hier
über 200 Bügelperlen. Deswegen hat dieses Set zwar nominell 1087 Steinchen, aber eigentlich netto viel, viel weniger. So, wir schauen nochmal. Hier ein paar Drucke. Da haben wir noch Anlegehilfen für zum Beispiel Flat Tiles, für Fliesen. Wir sehen hier eine 1x1 Fliese legen wir hier an. Und fertig sind wir dann mit dem Baustep 180, wenn wir kleine Antennchen noch hier für Störsender oder ähnliches auf unsere 747-200 klemmen. Auf den letzten Seiten haben wir dann immer eine Teileübersicht und da bin ich nämlich drüber gestolpert, dass ich gesehen habe hier, dass wir hier wirklich über 200 Bügelperlen haben. Ihr könnt nachschauen, sollten euch Steine fehlen, könnt ihr es gleich hier bei der Webseite monieren. Und was ich euch nur ans Herz legen kann, ist hier mal so wie ich, wie ein kleines Kind, immer auf die Werbung zu gucken, die wir auf den letzten Seiten haben. Wenn ihr ein Set davon reviewed haben sehen wollt, müsst ihr einfach hier oben irgendwo auf das i klicken. Da findet ihr meine Kubi Playlist. Da sind nämlich die meisten dieser Sets, die wir hier sehen, auch schon gebaut. Ich reiße jetzt die Tüte 1 auf, wünsche euch viel Spaß bei den Fakten zur Air Force One und mir ganz uneigennützig wünsche ich viel Spaß beim Klemmen. Vielen Dank, liebe Freunde. Speedbild, Zeit ist Fakten, Zeit. Heute sprechen wir über das reale Vorbild des Kobi-Sets 26610. Die Air Force One ist das weltweit bekannteste Flugzeug und ein Symbol der Macht und des Prestiges der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser Name wird für jedes Flugzeug der US Air Force verwendet, das den Präsidenten an Bord hat, doch am häufigsten bezieht sich Air Force One auf zwei speziell ausgestattete Boeing 747-200B Maschinen mit den Kennungen 28.000 und 29.000. Diese fliegenden Festungen sind nicht nur Transportmittel, sondern auch mobile Kommandozentralen, die den Präsidenten jederzeit und überall auf der Welt schützen und unterstützen können. Die Geschichte von Air Force One beginnt in den 40er Jahren, als Präsident Franklin D. Roosevelt als erster US-Präsident ein speziell modifiziertes Flugzeug, die Douglas C-54 Skymaster, nutzte. Diese Maschine, bekannt als Sacred Cow, war mit einer Rampe für Rollstühle ausgestattet, um Roosevelts Bedürfnisse zu erfüllen. 1953 wurde der Rufname Air Force One offiziell eingeführt, um Verwechslungen im Luftraum zu vermeiden. Mit der Zeit wurden die Anforderungen an das Präsidentenflugzeug immer komplexer. Präsident Dwight D. Eisenhower war der Erste, der eine Lockheed Constellation, die Columbine 3 und später eine Boeing 707, die SAM 26000, nutzte. Die Boeing 707 diente auch unter den Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson. Während dieser Ära wurde der ikonische blau-weiße Anstrich, der heute Air Force One auszeichnet, entworfen. Die aktuellen Boeing 747-200B Modelle, die seit 1990 in Betrieb sind, wurden speziell für die Bedürfnisse des Präsidenten und seines Stabs entwickelt. Jedes dieser Flugzeuge ist etwa 70 Meter lang, hat eine Flügelspannweite von 60 Metern und kann mit einer maximalen Geschwindigkeit von etwa 965 Kilometern pro Stunde fliegen. Sie können nonstop rund 12.600 Kilometer zurücklegen, was etwa der Entfernung von Washington DC nach Tokio entspricht. An Bord von Air Force One gibt es eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Sicherheitsvorkehrungen. Es gibt ein medizinisches Zentrum mit Operationssaal, Büros für den Präsidenten und seinen Stab, Konferenzräume und ein Kommunikationssystem, das es dem Präsidenten ermöglicht, jederzeit mit dem Weißen Haus und militärischen Kommandoposten in Kontakt zu bleiben. Die Flugzeuge sind zudem gegen elektromagnetische Impulse abgeschirmt und verfügen über Gegenmaßnahmen gegen Raketenangriffe.
Die Besatzung von Air Force One besteht aus hochqualifizierten Piloten, Flugingenieuren, Kommunikationsspezialisten und Flugbegleitern. Jeder Flug erfordert eine sorgfältige Planung und Koordination mit den Sicherheitsdiensten, um den reibungslosen und sicheren Transport des Präsidenten zu gewährleisten. Die Maschinen werden regelmäßig gewartet und aktualisiert, um stets den höchsten Standards zu entsprechen. Air Force One ist nicht nur ein Symbol für die Mobilität und Macht des Präsidenten, sondern auch ein Werkzeug der Diplomatie. Wenn der Präsident in ein fremdes Land reist, signalisiert das Eintreffen von Air Force One den Beginn diplomatischer Gespräche und stärkt die Beziehungen zwischen den Nationen. Die Präsenz dieses Flugzeugs ist ein sichtbares Zeichen der US-amerikanischen Präsidentschaft und ihrer globalen Reichweite. Die Zukunft von Air Force One steht ebenfalls schon in den Startlöchern. Im Jahr 2018 wurde bekannt gegeben, dass 2 neue Boeing 747-8 Flugzeuge die aktuellen Modelle ersetzen sollen. Diese neuen Maschinen werden noch modernere Technologien und verbesserte Sicherheitssysteme enthalten, um den wachsenden Anforderungen des Präsidentenamtes gerecht zu werden. Air Force One bleibt ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte der Luftfahrt und der Präsidentschaft der Vereinigten Staaten. Es ist ein Symbol der Macht, der Technologie und der nationalen Sicherheit, das weltweit Respekt und Bewunderung hervorruft. Schauen wir uns nun das Kobi-Modell an, welches ich hier gebaut habe, während ihr meinen Fakten gelauscht habt. Viel Spaß beim Klemmbaustein-Review der Kobi Air Force One. 7 Tage kann dieses Flugzeug in der Luft bleiben, wenn es nachgetankt wird. Ich habe hier 3 Stunden gebraucht, um es zu bauen, diese 1087 Steine, die United States of America, die Boeing 747 Air Force One, die VC25A oder hier die 29.000 und es gab noch viele weitere Rufzeichen, SAM 27.000 und. Hier haben wir unsere Air Force One. Den fliegenden Hotelkomplex, das fliegende Schaltzentrum im Falle eines Atomkrieges, der kleine Luxusflieger, der den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika von A nach B bringt. Hier im Maßstab 1:144 aus dem Hause Kobi. Und ja, ich habe euch ja gesagt, 3 Stunden und normalerweise würde ich sagen, bei Lego braucht man so um die für 1000 Steine vielleicht 1 Stunde. Hier ist es aber eher so, bei Kobi muss man immer davon ausgehen, dass man andere Bauschritte hat. Man hat teilweise komplexere Bauschritte. Ich will jetzt mal Technik-Sets von Lego außen vor lassen. Und wir haben ja hier eine ganze Menge Bügelperlen. Ich hole das mal kurz hier aus der Anleitung hervor. Ich habe euch das gesagt, ab der zweiten Bauabschnittstüte hier unten im Eck habe ich es euch gezeigt, bauen wir die Tragflächen und am längsten dauert dann eigentlich die Tragflächen hier zum Beispiel beim Baustep 115 mit den ganzen Bügelperlen zu bestücken. Das frisst Zeit, das dauert länger als bei einem Panzer die Ketten zu knüpfen. Ich packe die Anleitung sonst mal an die Seite, denn sonst war sie eigentlich ziemlich gut. Man hat sogar in der Anleitung relativ gut unterscheiden können, jetzt hole ich sie doch nochmal, zwischen Metallicstein und hellen Stein, Light Bluish Gray. Denn hier sieht man zum Beispiel da, dass der Metallicstein etwas glänzt hier, während der graue Stein hier wirklich grau ist. Also wirklich hier mal ein Lob an die Anleitung. Das ist bei Kobi sonst nicht immer so. Also man hat so einen Schatten bekommen, dann wusste man hier, aha, das ist ein Metallicstein. Sonst unterscheidet sich der Bau nicht wirklich großartig von der 26609, der First Flight Edition, der 747. Die zeige ich euch gleich auch nochmal. Es gibt natürlich hier oben einige Unterschiede und auch die Triebwerke wirken hier durch durch die Farbe etwas anders. Sonst haben wir aber eigentlich genau das gleiche Flugzeug. Aufdrucke sind natürlich anders und wie gesagt, hier oben diese Antennen und diese Radars, so würde ich es mal nennen, Umlaufradars, die ja hier
die Air Force One kennzeichnen, eben halt als fliegenden Kommando. Bunker wollte ich schon fast sagen, das ist es nicht, wobei das Flugzeug viele geheime Abwehrmaßnahmen hat, zum Beispiel 5 Infrarotsensoren, wohl versteckt irgendwie an den Triebwerken, die verhindern sollen, dass wärmesuchende Raketen halt auf die Triebwerke geleitet werden. Und generell ist das, was es hier an Sicherheitsmaßnahmen gibt, in der Air Force One mit das am meisten gehütete Staatsgeheimnis überhaupt. Man munkelt sogar, dass man mehr weiß über Area 51 als über die Sicherheits- oder Abwehrmaßnahmen der Air Force One. Was es wohl nicht geben soll, was wohl ein Mythos ist, auch laut diversen Filmen, ist diese Rettungskapsel, in die der Präsident steigen soll. Die gibt es wohl nicht wirklich hier in der Air Force One. Was ich aber ganz interessant halt finde, ist, dass hier, wie gesagt, der Präsident hier drinne fliegen kann und dann noch 69 andere Passagiere, beziehungsweise dann noch 23 Leute vom Staff, also Piloten und Stewards und so weiter und Stewardessen. Aber der Atomkoffer kann mitfliegen. Wobei das nicht das einzige Flugzeug ist, denn es gibt noch die Boeing E4, das ist eine umgebaute 747. Da gibt es sogar 4 Stück von in der Beständen der Vereinigten Staaten von Amerika, die sogar EMP-Schocks aushalten können und in der Luft sind im Falle eines Atomkrieges. Und mit diesen Boeing E4s kann dann zum Beispiel der Gegenschlag koordiniert werden, wenn am Boden die komplette Infrastruktur auf gut Deutsch im Arsch ist. So, im Arsch ist jetzt wohl auch die Monetarisierung, aber ist mir egal. Diesen Fakt wollte ich euch mitgeben. Denn zum Bauen kann ich nicht viel sagen, außer dass er Spaß macht. Wir haben natürlich hier an den Tragflächen Sachen, die sich doppeln. Wir haben natürlich auch unsere 4 Triebwerke und auch von unten hier, ich kann es euch mal kurz zeigen, wobei das natürlich einfach auch schön aussieht von unten hier, viel schöner als bei der First Flight Edition, haben wir halt auch hier 4-mal das Fahrwerk, beziehungsweise einmal vorne das kleinere Fahrwerk, aber wir haben halt schon Bauschritte, die sich wirklich doppeln und auch diese kleinen Sporne an den Flügeln hinten hier, das doppelt sich auch. Trotzdem ein cooler Bau und optisch gefällt mir hier die 747 in der Air Force One Edition noch viel besser als die First Flight, obwohl wir natürlich wieder typisch Kobi hier dieses Metallic ABS haben mit diesen Verläufen, was wohl aber durch Kobis Spritzgusstechnik kommt, aber wir haben halt bis hier hinten hin diese Drucke oder dieses Metallic Weiß-Gold und auch dann hier. Wir haben einfach viel, viel mehr Drucke auf den Tragflächen, die Hoheitsabzeichen. Die Tragflächen sind bis hier ja sehr stabil und dann hier hinten werden sie sehr labberig. Das kann man eigentlich hier so ab dieser Lücke erkennen, beziehungsweise hier hinten dann so, da fehlt dann irgendwie die Stabilität. Aber schaut mal, wir haben hier wirklich tolle Drucke, diese umrandeten schwarzen Fenster, dieser goldene Streifen. Ein bisschen ist es blöd, dass wir hier, schaut mal meinen Daumen, da ist eine Macke drinne und ja, dieses Blau auf Weiß gedrucke hier ist besser als das Weiß auf Rot bei der First Flight Edition. Keine Angst, ich zeige euch das noch, aber trotzdem irgendwie schimmert hier das Weiß durch, das gefällt mir nicht. Aber hier unten das Ziel des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist schön gedruckt, das Wappen, das gefällt mir gut und generell dieses Hellblau und auch hier nochmal dieser silberne Streifen, der rumgeht und dann hier auch das Blau. Wobei ich ein bisschen finde, aber es kann auch täuschen, dass das Blau hier an der Spitze ein bisschen anders ist als an der Haube. Da kann ich mich aber wirklich täuschen. Und dann hier an den Flügelspitzen halt auch nochmal das Hoheitsabzeichen oder da US Air Force. Ich wollte schon US Army Air Force sagen, aber das war noch ja, viel früher, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Nein, US Air Force. Hier auch wieder haben wir natürlich große Formteile. Das sieht ein bisschen blöd aus, das ist klar. Aber wir haben halt den Gag, dass wir die Haube, die Kanzlerie abnehmen können. Und dann haben wir hier so ein gefaktes Cockpit. Natürlich passt das vom Maßstab gar nicht, aber wir haben einen, hui, jetzt bin ich mit dem Flieger gegen die Kamera gekommen. Wir haben aber hier auch einen schönen Stein, einen schönen Slope, der an der Stirnseite hier mit Armaturen bedruckt ist. Das gefällt mir richtig gut. Und dann wieder schöne Zapfentechnik und dann können wir hier die Haube draufsetzen. Generell könnt ihr mal gucken, wie man hier gebaut hat. Also wirklich wieder Kobi par excellence. Hier bauriges Umkehr-Bracket, wie man es sieht. Und dann hier diese berühmten Kobi-Slopes. Richtig, richtig nice. Und dann Klappe zu. Affe tot, wollte ich gerade sagen. Ich zeige es euch nochmal so im Profil.
Schönes Flugzeug. Es braucht ein bisschen Platz, das ist klar. Auch schön hier die Drucke vom Seitenleitwerk. Ihr seht es, ein bisschen, ja, Spaltmaße gibt es hier bei diesen Formteilen. Da auch. Da kann man drücken, wie man will. Es geht dann halt immer auseinander. Und auch irgendwie, da fällt mir gerade das Fahrwerk ab, bin ich immer noch der Überzeugung, dass Kobi hier mit anderen Slopes vielleicht besser hätte arbeiten können, dass es hier hinten nicht so abgehackt aussieht. Es sieht ja aus wie so eine Wurst, die man gepellt hat, während wir dann hier wieder die schönen Rundungen haben und dann hier wieder auch diesen komischen kantigen Buckel. Das gefällt mir nicht ganz so. Die Triebwerke, da muss man immer ein bisschen aufpassen, die haben Bügelperlen, deswegen drückt das sich manchmal ein bisschen auseinander, haben aber auch dieses schöne Hellblau und dann dieses Metallic. Also wir erkennen es wieder und generell, das müsst ihr mal im Speedbild gucken, diese Geschichte hier mit den Gegenkontern der Tragfläche und dann von oben noch mit den Hinges innen drinne, das ist richtig klasse, das hat richtig Spaß gemacht. Also ein kurzweiliger Bau und ich habe ja als Gag gemacht, das wisst ihr, Kobi kann auch zivil, klar ist dieses Flugzeug hier überhaupt nicht zivil, aber ich denke mal, dass Kobi sicherlich irgendwann nochmal die ein oder andere zivile Variante, vielleicht auch mit dem ein oder anderen Verbesserungsvorschlag von uns aus der Community nochmal umsetzen wird. Und dann haben wir hier vielleicht eine Lufthansa oder Pan Am oder wie auch immer TWA 747. Ich halte die jetzt mal aus dem Bild, uns ist ja eh das Fahrwerk abgefallen und ich halte euch nochmal die First Flight Edition hier rein. Und dann könnt ihr ja selber euch nochmal überlegen, welche ihr cooler findet. Keine Angst, ihr bekommt ja eh gleich nochmal Detailbilder. Und dann am Ende zeige ich euch auch nochmal beide Flugzeuge, so dass ihr euch einfach selber eure Meinung bilden könnt. Spaß gemacht hat es. Es ist nicht sehr anspruchsvoll. Es kostet etwas Zeit. Und ja, mit den Drucken ist zwar cool, aber bei beiden Fliegern nicht optimal. Und ein kleiner Fact noch, während ich jetzt hier mal die Air Force One aus dem Bild halte. Habt ihr gewusst, dass die Air Force One ein richtig teurer Brummer ist? Eine Flugstunde 180.000 US-Dollar. Das ist doch viel cooler. Meine Videos gibt es umsonst. Das Abonnieren ist auch vollkommen kostenlos und die Fakten bekommt ihr auch kostenlos. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar jetzt schon mal schreibt, den Kanal abonniert, vor allen Dingen die Glocke drückt, dann verpasst ihr nämlich gar kein Video mehr. Der Algorithmus von YouTube ist ja immer so ein bisschen wischiwaschi. Und wie versprochen, kostenlos jetzt noch einmal Detailbilder von auch der 747 First Flight Edition und unserer Air Force One, dem fliegenden Hotel und Bunker, Kommandozentrum des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika hier aus Kobi. Freunde, viel Spaß jetzt bei den Detailbildern. Ja, Freunde, wie versprochen bekommt ihr natürlich Detailbilder unserer Kobi 747, unserer Air Force One, der 26610. Ich habe euch noch 2 Punkte zum Set mit anzumerken. Einmal seht ihr bei den Bildern gleich die Teile, die noch über waren. Das waren hauptsächlich Bügelperlen. Und was mir nicht so richtig aufgefallen ist, ich habe zwar über den Druck gemeckert, aber ich finde diese Schrift United States of America, die variiert irgendwie, ist so dünn gedruckt, gefühlt ist ein Buchstabe manchmal größer als der andere. Es wirkt wie 2 verschiedene Schriften. Es ist ja cool, dass Kobi dieses Tampon-Druckverfahren hat und da ja oft Steine zusammengebaut, bedruckt über mehrere und das sieht klasse aus. Hier habe ich wahrscheinlich eine Montags Air Force One erwischt. Was ich euch auch noch sagen möchte, ist, dass ihr natürlich, habe ich erwähnt, gleich nochmal die 747, die First Flight Edition von Kobi am Ende gegenübergestellt bekommt. So habt ihr mit diesem Video quasi einen kleinen Vergleich gehabt zwischen den beiden Sets. Und noch ein kleiner Fakt zur Air Force One. Die Air Force One ist einer der wenigen Flugzeuge auf der Welt, die mehr Starts als Landungen hat. Ganz einfach, nicht wegen Abstürzen, die würden glaube ich auch als Landungen zählen. Nein, der Pilot hat einmal in der Luft das Rufzeichen von Air Force One auf SAM 27000 geändert. Und somit ist das Flugzeug als Air Force One gestartet, aber als SAM 27000 gelandet. Somit haben wir mehr Starts als Landungen. Und ich finde es immer wieder cool, dass ihr hier gelandet seid. Möchte mich dafür ganz herzlich bedanken. Trotzdem als Info wie immer, alle Infos zum Set
Beschaffungsquellen und sogar einen 15%igen Rabattcode für Kobi findet ihr alles immer unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und auf den einen oder anderen Link klickt, wenn ihr sowieso Klemmbausteine kaufen wollt. So, aber jetzt nichts wie ab zu den letzten Worten, meine Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass man neue kuriose Geschichten über die beiden aktuellen Präsidentschaftskandidaten der Vereinigten Staaten von Amerika hören kann. Aber kommen wir zu unserer 747 der United States of America, der VC 25A, der Air Force One aus dem Hause Kobi. Ich habe euch trotzdem die First Flight Edition, die 26609, auch noch einmal da gegenübergestellt, damit ihr euch einfach selber nochmal ein Bild machen könnt. Und ihr habt es ja auch eben gerade bei den Detailbildern gesehen. Ich finde es erfrischend, dass Kobi solche Sets auch auf dem Markt hat, dass sie der Boeing-Lizenz treu geblieben sind nach so vielen Jahren. Und ich kann euch versprechen, dass es hier auf meinem Kanal auch noch die ein oder andere Boeing geben wird. Zum Beispiel auch die 787. Seid gespannt, bleibt dran. Deswegen sage ich ja, es lohnt sich hier kostenlos zu abonnieren. Ich muss jetzt echt gucken, wie ich diese beiden Maschinen in mein Regal kriege. Vielleicht hänge ich sie auch auf. Würde mich mal interessieren, wie ihr solche großen Kobi-Flugzeuge oder Schiffe lagert. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde mich echt interessieren, wie ihr hier solche Sachen storage. Denn ich möchte die nicht wie in der Wüste Nevada, ihr kennt vielleicht die Bilder dieser Flugzeugfriedhöfe, irgendwie wild gestapelt hinstellen. Dafür sind diese beiden großen Brummer, die beiden Jumbos, viel zu schön. Ja, und wie immer bei einem Flugzeug verbleibe ich damit. Einen guten Flug, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.